Hallo ihr Lieben, liebt ihr auch richtig saftige Mandelkuchen? Dann müsst ihr dieses finnische Rezept unbedingt kennenlernen. Heute zeige ich euch einen echten Klassiker aus Finnland, der nicht nur richtig lecker schmeckt, sondern auch eine ganz besondere Geschichte hat. Heute backen wir gemeinsam eine Runeberg-Torte, inspiriert von den klassischen Runeberg-Torte oder Runeberg-Törtchen aus Finnland. Saftig, würzig und einfach unglaublich lecker. Also, los geht's! Normalerweise werden Runeberg-Törtchen in einer speziellen Form gebacken. Ich mache heute daraus eine Torte. So kann ihn jeder nachbacken, ob man die Förmchen hat oder nicht. Und ein ganz spezielles Teil dieser Törtchen sind die finnischen Lebkuchen. Also ich habe ein paar zur Seite gelassen, so dass ich auch dieses Rezept backen kann. Also diese Kekse werden zerkrümmelt und die kommen dann in Teig und die geben so einen typischen Geschmack für die Törtchen. Aber wenn du solche Kekse nicht hast, dann kannst du die übrigen Spekulatiuskekse dafür nehmen oder andere würzige Kekse. Wenn du gar keine so würzige Kekse mehr hast, übrig von Weihnachten zum Beispiel, dann kannst du auch Semmelbrösel anstatt nehmen. Und als erstes werde ich diese Kekse zerkrümmeln. Ich mache das am liebsten so, dass ich die Kekse in eine Tüte gebe und zerkleinere sie dann mit einem Nudelholz. Dann das Kekskrümel zuerst zur Seite lassen und wenn du schon finnisches gebacken hast oder skandinavische Rezepte gebacken hast, dann weißt du bestimmt schon, dass bei uns Kardamom nicht fehlen darf. Und ich verwende gerne den Kardamom aus den Kapseln. Du könntest auch fertig gemahlenen nehmen. Ich finde, der Kardamom aus den Kapseln hat einen kräftigeren Geschmack. Und den Kardamom werde ich jetzt in einem Mörser mahlen. So ist alles an Vorbereitungen schon fertig. Und wir können mit dem Teig anfangen. Erst weiche Butter in eine große Schüssel geben. Dazu auch braunen Zucker, dann eine kleine Prise Salz, Vanille und auch den gemahlenen Kardamom. Und dann mit dem Mixer etwa 3 Minuten cremig und weich schlagen. Danach gibst du die Eier eine nach dem anderen dazu und nach jedem Ei wird etwa 30 Sekunden geschlagen, bis alles schön vermischt ist. So, dann wenn du die Eier dazugegeben hast, sollte die Masse so richtig schön cremig sein. Und jetzt an dieser Stelle kannst du schon den Backofen vorheizen, Ober-Unterhitze und 175 Grad. Und jetzt bleibt uns nur noch die trockenen Zutaten und auch den Joghurt dazugeben. Ich habe jetzt hier mein Mehl und dazu gebe ich noch Backnatron und Backpulver. Kurz vermischen. Und jetzt kommt der Mehlmischung und Joghurt abwechselnd zum Teig. Den Mehl gebe ich gerne durch ein Sieb und nach jeder Zugabe ganz kurz mit dem Mixer schlagen auf der niedrigen Stufe, nur dass alles fast vermischt ist. An dieser Stelle ist der Teig noch richtig weich und jetzt geben wir noch die gemahlene Mandeln dazu. Die sorgen für den typischen Geschmack und auch für die Saftigkeit. Und ganz zum Schluss noch das Kekskrümel und dann das Ganze noch vorsichtig in das Teig heben. Der fertige Teig ist richtig cremig und duftet unfassbar lecker. Und jetzt müssen wir nur noch den Backform vorbereiten. Und zum Backen nehme ich immer gerne die Backbögen von Fredman. Viele von euch wissen schon, dass ich die Produkte von Fredman schon aus Finnland kenne und seitdem sie auch hier in Deutschland gibt, verwende ich
sie super gerne. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass die Backbögen von Friedmann zum Ende letztes Jahres von Ökotest mit sehr gut bewertet wurde. Und alle Details dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich dir, was ich immer machen mag, wenn ich Kuchen backe. Also so kann ich auch selber entscheiden, welche Größe der Kuchen hat und brauche keine bestimmte oder spezifische Backform immer für jede Größe. Also ich nehme ein Backbögen und dann stelle ich die Backform in diesem Fall auf 20 cm. Also das geht natürlich auch mit einer anderen Größe, also egal welche Größe du brauchst. Du kannst diesen Tortenring so einstellen und dann mit Hilfe der Backbögen formen wir den Boden für die Backform. Also einfach ganz eng an den Form falten. So und so haben wir eine Form für den Kuchen. Also ich mache das immer gerne, so spare ich mir dann die Menge an Backformen und ich finde das auch super praktisch. Also so bleibt der Kuchenteig in der Backform. Ich weiß nicht, ob du den Tipp schon kennst oder nicht, aber jetzt habe ich es noch gezeigt. Dann rühre ich den Teig ein paar Mal um, weil es jetzt gestanden hat. Also du kannst natürlich die Form schon im Voraus vorbereiten, dann muss der Teig bei dir nicht warten und dann in die Backform geben. Und jetzt wird der Kuchen 50 bis 60 Minuten gebacken und am besten, bevor du ihn aus dem Backofen holst, eine Stäbchenprobe machen. Dieses Rezept wollte ich unbedingt jetzt mit euch teilen, weil es traditionell um den 5. Februar, also Runeberg-Tag, gebacken wird. Und die Idee dafür ist aus meinem Livestream gekommen. Die liebe Bea, die in Finnland lebt, hat mich auf die Runeberg-Torte angesprochen und ich dachte, ich werde dann dieses Jahr den Rezept endlich mit euch teilen. Also vielen Dank, Bea. Dieses Rezept ist auch ein bisschen für dich. Und jetzt, während der Kuchen backt, werde ich noch ein Sirup vorbereiten. Mit dem Sirup wird der warme Kuchen getränkt und dadurch hat er dann so einen traditionellen Geschmack und wird noch saftiger. Dafür brauchst du 2 Esslöffel Zucker. Also hier verwende ich wieder braunen Zucker, weil es einen kräftigeren Geschmack hat. Dann kommt dazu traditionell auch Rum, aber wenn du den Kuchen alkoholfrei machen möchtest, dann kannst du den Rum durch heißem Wasser ersetzen und einfach Rumaroma dazugeben. Und zum Schluss noch heißem Wasser. Dann kurz vermischen, bis das ganze Zucker geschmolzen ist und dann darf das auf dem warmen Kuchen warten. Erst den Kuchen aus dem Backofen holen und leicht kühlen lassen, so dass er nicht mehr heiß ist, nur warm. Dann mit dem Sirup tränken und danach vollständig kühlen lassen. Danach am besten über Nacht durchziehen lassen. Der Kuchen hat über Nacht durchgezogen und jetzt machen wir mit dem Deko weiter. Das ist super einfach und schnell. Dafür habe ich hier Himbeermarmelade. Die Marmelade habe ich selber gekocht. Es geht sehr einfach und schnell und schmeckt viel besser als die gekaufte. Also wenn du es auch selber machen möchtest, dann habe ich die Anleitung und das Rezept für dich in der Videobeschreibung gepackt. Und dann kommt dazu noch ein ganz einfaches Zuckerguss. Einfach zum Puderzucker Wasser dazugeben. Nach und nach, bis es eine so dickflüssige Konsistenz hat. Die fertige Glasur dann in einen Spritzbeutel geben. Und ich weiß, manchmal geht es so, dass man keinen Spritzbeutel da hat, aber man will etwas dekorieren, so wie den Kuchen oder Kekse. Dann kann man ganz praktisch aus dem Backbögen so einen Spritzbeutel basteln. Und jetzt gebe ich die Glasur in meinen Beutel. Und so, dann kann man es auch hier so
zufalten. Dann geben wir erst die Marmelade auf den Kuchen und hier nicht sparsam sein. Also reichlich Marmelade auf dem Kuchen verteilen, so dass beim jedem Stück man wirklich einen schönen Himbeergeschmack hat. Und traditionell hat man dann bei dem Gebäck einen Ring von den Zuckerguss. Also die Törtchen sind normalerweise kleiner und dann hat man die Himbeermarmelade und so einen Zuckergussring. Und beim Essen hat man beim jedem Stück dieses Geschmack von dem Zuckerguss. Ich habe den Kuchen beim ersten Testen genauso gemacht, also nur den Ring aus Zuckerguss auf dem Rand. Aber da war mir zu schade, dass man nur bei den letzten Stücken das Zuckerguss hat und deswegen habe ich dann nochmal das umgedacht und ich werde aus dem Zuckerguss eine Spirale machen, so dass es dann beim jedem Stück, man hat ein bisschen Geschmack von dem Zuckerguss. Dann hat man diese traditionelle Geschmäcker durch den ganzen Kuchen dabei. Und traditionell wäre das dann auch schon so fertig, also da kommt nichts mehr auf den Kuchen drauf, aber irgendwie hat es mir dann doch an Deko gefehlt und ich dachte, ich werde noch mit ein paar Mandeln dekorieren. Ihr Lieben, der Kuchen ist fertig und er sieht richtig lecker aus und ganz schön mit den Mandeln. Also ich finde, das war eine richtig gute Idee und genau die Kombination aus dem Mandelkuchen, dem Rum, Himbeeren und dieser Zuckerguss macht diesen Kuchen so besonders. Die Runeberg-Torte ist ein traditionelles finnisches Gebäck. Benannt ist sie nach einem finnischen Nationaldichter Johann Ludwig Runeberg, der diese Küchlein ganz gerne zum Frühstück mit Punsch gegessen hat. Traditionell gibt es dieses Gebäck von Januar bis Februar rund um Runeberg-Tag, also Runeberg-päivä, den man in Finnland am 5.2., also 5. Februar feiert. Ich finde, es ist viel zu schade, so einen leckeren Kuchen nur einmal pro Jahr zu backen. Also ich backe ihn gerne immer wieder und überrasche meine Gäste mit einem ganz besonderen Kuchen aus meiner Heimat. Also ihr Lieben, wenn ihr saftige, richtig aromatische Kuchen liebt, dann müsst ihr diesen Mandelkuchen unbedingt mal ausprobieren. Und damit holt ihr ein Stück finnischer Backkultur zu euch nach Hause. Lasst es euch schmecken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.